zusammen und herzlich willkommen. Heute möchte ich aufgrund dessen, dass ich in den letzten Videos relativ viel zum Thema Bremsen gezeigt und gemacht habe, ein wenig auf die Pflege der Bremsen eingehen. In dem Fall genauer gesagt auf die Bremsscheibenpflege. Bei meinen Bremsscheiben ist es so, ich hatte ja von EBC Bremsbeläge auf meiner Bremse gefahren und habe hier, weil die Bremsbeläge von EBC sehr, sehr weich sind, relativ viel Abrieb innerhalb meines ganzen oder um mein ganzes Bremssystem herum gehabt. Und hier sehen wir jetzt die Bremsscheibe an der Vorderachse, beziehungsweise eine Bremsscheibe von mir an der Vorderachse. Und man kann hier, denke ich, ganz gut erkennen, dass die Belüftungslöcher ja eigentlich nahezu alle entweder ein bisschen beziehungsweise teilweise sogar komplett zugesetzt sind. Das sorgt natürlich auf der Rennstrecke oder auch im normalen Fahrbetrieb dafür, dass einerseits der Bremsstaub von den Bremsbelägen nicht mehr so gut abgeführt werden kann und auf der anderen Seite, was mir persönlich wichtiger ist, auf der Rennstrecke sorgt es für eine schlechtere Belüftung der gesamten Bremsscheibe und dadurch zu mehr Temperatur in der Bremse. Und ich habe ohnehin immer ein bisschen ein Problem mit der Bremstemperatur oder überhaupt mit der Reifentemperatur auf der Rennstrecke. Die werden bei mir immer relativ schnell sehr warm und deswegen habe ich mir jetzt heute mal die Zeit genommen, einfach mit einer weichen Zahnbürste diese Lüftungslöcher an meiner Bremsscheibe oder an meinen Bremsscheiben eben einmal zu reinigen und zu säubern. Man sieht das jetzt hier auch sehr gut, das ist wirklich teilweise komplett zugesetzt mit dem Belagabrieb von den Bremsbelägen. Und hier gehe ich jetzt her und mache die Löcher alle wieder frei. Das ist ein bisschen eine Fummelarbeit, auf der anderen Seite aber auch eine ganz angenehme Arbeit und entspannende Arbeit, weil sie eben nicht sonderlich anspruchsvoll ist, sondern einfach nur das gründliche Säubern der einzelnen Löcher betrifft. Und ich hoffe, dadurch dann eben auch wieder eine bisschen bessere Belüftung des gesamten Bremssystems hinzubekommen und dadurch auch wieder ein bisschen geringere Bremstemperaturen. Jetzt mit den anderen Bremsbelägen von Pagid sollte der Bremsenabrieb ja ohnehin nicht mehr so stark sein. Zum Säubern der Bremsscheiben seht ihr ja hier, nehme ich eine weiche Zahnbürste. Außerdem, weil ich später auch noch die Radnabe und die Felgeninnenseite säubere, braucht ihr sozusagen einen Allzweck- bzw. Bremsenreiniger, einen Lappen oder ein Tuch. Und für gröbere Verschmutzungen könnt ihr auch zur Sicherheit noch eine Drahtbürste nehmen, je nachdem wie stark eben der Verschmutzungsgrad bei euch an der Radnabe bzw. an der Innenseite der Felge ist. Wie gesagt, hier auf der Bremsscheibe würde ich auf jeden Fall nur weiches Material einsetzen, wie zum Beispiel hier so eine Zahnbürste. Da auf gar keinen Fall mit irgendeinem Schleifmittel oder sowas rangehen. Auch auf gar keinen Fall mit der Drahtbürste. Hier, wie gesagt, einfach eine weiche Zahnbürste. Die reicht aus, um diese ganzen Verschmutzungen wegzubekommen. Da braucht man nicht irgendwie was Gröberes. Wenn man jetzt solche Löcher hat, wie man jetzt hier auf der rechten Seite sieht, das wirklich sehr stark zugesetzt ist, da kann man dann eben zum Beispiel auch den Zahnbürstenkopf nehmen und sozusagen diese grobe Verschmutzung so ein bisschen anlösen oder eben die Rückseite der Zahnbürste, das ist ja ein weiches Plastik, falls man da jetzt mit den Zahnbürstenspitzen an und für sich eben nicht rankommt, dann nehme ich jetzt hier den Kopf der Zahnbürste beziehungsweise dann eben den Stift oder das Ende der Zahnbürste, um da sozusagen diese Verkrustungen zu lösen und dann könnt ihr ganz normal mit der Zahnbürste den Rest da rausputzen.
So, jetzt wo die Entlüftungslöcher der Bremsscheibe wieder frei sind, gehe ich her und säubere auch nochmal die Radnabe. Im letzten Video, das war glaube ich das Video, wo ich die Bremsbeläge an der Hinterachse wechsle, da habe ich das ja auch schon mal kurz gezeigt. Hier jetzt in dem Video aber im Zusammenhang mit dem Säubern der Bremsscheibe gehe ich da auch nochmal darauf ein. Wie gesagt, ich mache das eigentlich immer, kann aber auch mal bei mir vorkommen, dass ich das eben vergesse, denn an der Vorderachse war es, glaube ich, beim letzten Belagwechsel bei mir ein bisschen untergegangen. Deswegen hole ich das jetzt hier an der Stelle nach. Ich säubere also vor allem die Auflagepunkte um die Radnabe direkt, denn dort sammelt sich gerne eben so ein bisschen Korrosionsabrieb oder einfach allgemein so ein paar Metallspäne, die dann über den Zeitraum so ein bisschen anfangen zu korrodieren oder auch so eine gewisse Schicht oder Dicke aufbauen. Das kann dann nachher dazu sorgen, dass die Felge nicht komplett plan aufliegt, was man nicht möchte. Die Felge sollte auf jeden Fall immer schmutzfrei sein und wirklich komplett aufliegen, damit das Drehmoment, was ihr hier einbringt an den Radbolzen, auch wirklich effektiv da ist und auch wirklich dem entspricht, was euch der Drehmomentschlüssel anzeigt. Wenn jetzt hier irgend so eine Zwischenschicht an Schmutz vorhanden ist, kann der Drehmomentschlüssel das ja nicht erkennen und dann kann es gegebenenfalls sein, dass der Drehmomentschlüssel euch signalisiert, ihr seid bei dem eingestellten Drehmoment. In Wirklichkeit seid ihr es gar nicht, sondern es liegt nur an dieser Schmutzfläche. Deswegen hier auf jeden Fall immer die Zeit investieren und auch die Radnabe und natürlich auch die Felgeninnenseite nochmal entsprechend zu säubern. Das geht eigentlich relativ schnell, am besten hier mit so einem Schleifvlies oder auch mit einer Drahtbürste, je nachdem wie stark der Verschmutzungsgrad ist. Hier jetzt an der Felgeninnenseite das gleiche, ihr seht das hier, da sind überall so leichte Korrosionsspuren, die sind überhaupt nicht schlimm, weil ich das auch immer regelmäßig wieder säubere. Auch hier an dem Deckel, den drücke ich auch immer kurz raus und mache den einfach sauber. Denn wenn ich jetzt die Radnabe und die Innenseite reinige, dann möchte ich dann nachher nicht den schmutzigen Deckel wieder reindrücken, deswegen mache ich den auch sauber. Und jetzt hier eben mit dem Schleifvlies oder wie gesagt bei gröberen Verschmutzungen von mir aus auch mit der Drahtbürste, das ist immer, kommt drauf an, wie lange ihr das schon nicht mehr gemacht habt. Die Radnabe und natürlich auch die Innenseite der Felge, das heißt die Punkte, wo die Felge wirklich Kontakt mit der Radnabe hat, dort eben entsprechend säubern, dass da keine Verschmutzungen mehr sind und keine Abriebreste, sodass das einfach nachher wunderschön plan aufliegt und sauber ist. Wenn ihr die Flächen dann alle entsprechend gereinigt habt, dann am besten nochmal mit einem Tuch und Allzweckreiniger oder Bremsenreiniger über die Flächen drüber wischen, damit da Ölreste oder Fettreste auch verschwunden sind. Und der letzte Arbeitsschritt ist dann sozusagen an der Felge das Wiedereinsetzen des Felgendeckels. Da achte ich zum Beispiel immer so ein bisschen darauf, dass der dann richtig ausgerichtet ist, also sprich bei jeder Felge in der gleichen Position. Hier bei der Felge habe ich es jetzt ganz praktisch, denn da ist dieses kleine M-Logo. Das heißt, hier achte ich jetzt darauf, dass der Strich des BMW-Logos, der nach unten zeigt, also weg vom Schriftzug, dass der einfach in einer Flucht ist mit dem M-Logo. Aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich hoffe, für euch war es hilfreich. Bis zum nächsten Mal. Ciao!